Hagassner hat da was Einzigartiges geschaffen. Dieses Backhaus repräsentiert die Zukunft des Bauens. Es ist ein Once-in-a-Lifetime-Projekt. Das CO2-effizienteste Holzbackhaus der Welt. Das Holz ist natürlich die Genialität. Wir können es schon gar nicht mehr erwarten, dass wir endlich reinfahren in das Holzbackhaus und das erleben. Wenn man das ganze Projekt gestartet hat, Service Center, das ist ja auf einem bestehenden Parkplatz gebaut worden. Und dass der weichen muss, das hat uns ein bisschen weh da am Anfang. Und dann haben wir gesagt, wenn wir aber jetzt wieder einen neuen Parkplatz machen, warum konnte der nicht in Tegel und warum konnte es nicht ein Parkhaus werden? Das Thema Nachhaltigkeit ist ein Teil der Mission, dass man da einfach schaut, was kann man anders machen, was kann man besser machen. Für das Thema der erneuerbaren Energie, aber auch im Unternehmen, welche Möglichkeiten hat man. Und da hat man sicher mit dem Parkhaus auch wieder ein Thema gefunden, wo man aufzeigen kann und nicht nur einen grünen Punkt machen im Prospekt. Der große Treiber für den Holzbau ist eindeutig die Nachhaltigkeit. Es geht darum, den CO2-Fußabdruck der Bauwirtschaft zu verringern, und dafür ist Holz das ideale Material. Es steht ein sehr großes Team hinter dem Projekt. Ich bin sehr froh, dass ich da bei uns im Büro, bei den Matulik Architekten, sehr kompetente Mitarbeiter habe. Ja, es ist natürlich absolut toll, wenn man das, was man plant und das, was vorerst nur am Papier ist, dann in der Wirklichkeit, in der Realität sieht und wie es gewachsen ist. Und wenn dann noch so ein Produkt oder so ein Ergebnis dabei rauskommt, wo die Ästhetik und die Funktionalität einhergehen, dann ist das natürlich optimal. Wir haben 500 Parkplätze auf 10 Ebenen verteilt. Das Ganze eingekleidet mit 3400 Quadratmeter Lärchenfassade. 30 E-Ladestationen sind verfügbar, vom selbst erzeugten PV-Strom am Dach gespeist werden. Von dem Thema Nachhaltigkeit haben wir nicht nur das Thema des Holzparkhauses, sondern auch, wo es erzeugt wird, wo es gebaut wird. Und da haben wir mit der Firma Wihag 4 Kilometer weiter von uns einen sehr, sehr regionalen Partner gefunden. Die Nähe zum Projekt, zur Baustelle hat natürlich seine Vorzüge. Wir haben das dann auch in der Logistik berücksichtigt. Beim Parkhaus Hagassner wurden 2200 Kubikmeter BSH bzw. CLT verbaut und somit können wir ca. 1500 Tonnen CO2 einspeichern bei dem Gebäude. 2024 im Februar sind dann die Holzbauarbeiten gestartet und da sieht man dann wirklich Wochen für Wochen das Parkhaus wachsen. Es geht dann irrsinnig schnell, in 4 Tagen also eine Ebene, also 10 Ebenen, also kann man sich gut ausmalen, in 40 Arbeitstagen ist in Summe das Parkhaus dann errichtet worden. Also ich glaube, wie man hier ganz gut sieht, die Fassade ist ein Zusammenspiel aus Design und Funktionalität. Das ist einerseits der konstruktive Holzschutz für die Konstruktion im Hintergrund. Andererseits sieht man ganz gut, dass es zu 50% offen ist, die Fassade, dass wir eine gute Durchlüftung haben und so auch ein ganz gutes dynamisches Erscheinungsbild dann von diesem sehr markanten Baukörper zusammenbringen. Ja, ich fahre jeden Tag da vorbei, wenn ich herfahre in Torwart, und es ist halt faszinierend, wenn du auf die Nacht heimfährst und was wieder passiert ist und was wieder gescheit. Und man sieht einfach jetzt extremes, schnelles Wachstum bei der Baustelle. Wetter passt und das ist halt schon wirklich eine Freude, dass man sagt, es funktioniert, die Handwerker Hand in Hand und beißen rein. Die ältesten Holzbauten der Welt sind Tempelanlagen in Japan, die über 1000 Jahre alt sind. Also insofern sollte ein langer, sehr, sehr langer Lebenszyklus möglich sein. Ich glaube, dass die ganze Holzwelt aus Österreich und womöglich auch aus Europa auf dieses Projekt schauen wird, weil es in dieser Dimension und in dieser Anwendungsweise ein einzigartiges Projekt darstellt. Die Regionalität, der Standard da in Weng, zu dem bekennen wir uns. Und da sind wir auch daheim und den werden wir auch immer weiterentwickeln, weil ich glaube, wir haben noch einige Visionen vor. Da wollen wir einfach extrem positiv in die Zukunft schauen. Ja.